Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversationspodcast. Ja, hallo. Wir freuen uns wirklich, dass du zuhörst. Heute haben wir ein sehr schönes Thema. Genau, heute sprechen wir über Gewohnheiten. Also, was machen wir jeden Tag? Was machen wir immer wieder? Das ist unser Thema heute. Ich finde dieses Thema sehr interessant, denn jeder Mensch hat Gewohnheiten. Du hast Gewohnheiten, ich habe Gewohnheiten, wir alle haben Gewohnheiten. Das stimmt. Und viele Menschen wissen das gar nicht. Sie machen einfach jeden Tag dieselben Dinge. Zum Beispiel morgens aufstehen, Kaffee trinken, duschen. Das sind alles Gewohnheiten. Genau. Eine Gewohnheit ist etwas, das wir oft machen. Meistens machen wir es automatisch. Wir denken nicht viel darüber nach. Richtig. Wenn ich zum Beispiel morgens aufwache, mache ich immer zuerst das Licht an. Dann gehe ich ins Badezimmer. Das mache ich jeden Tag. Ich denke nicht, jetzt mache ich das Licht an, ich mache es einfach. Das kenne ich gut. Bei mir ist es ähnlich. Ich wache auf und das Erste, was ich mache, ist mein Handy anschauen. Das ist auch eine Gewohnheit. Nicht immer eine gute Gewohnheit, aber trotzdem eine Gewohnheit. Ja, das machen viele Menschen. Das Handy ist wirklich eine sehr große Gewohnheit heute. Ja, leider. Aber wir kommen gleich noch dazu. Zuerst möchte ich erklären, wie wir auf Deutsch über Gewohnheiten sprechen, denn das ist sehr wichtig für alle, die Deutsch lernen. Sehr gute Idee. Also, wenn wir über Gewohnheiten sprechen, benutzen wir bestimmte Wörter und Sätze. Zum Beispiel sagen wir, ich mache das immer oder ich mache das jeden Tag oder ich mache das meistens. Genau, diese Wörter sind sehr wichtig. Immer bedeutet, wir machen etwas zu 100%. Zum Beispiel, ich trinke immer morgens Kaffee. Das bedeutet, jeden Morgen ohne Ausnahme trinke ich Kaffee. Und meistens bedeutet, wir machen etwas sehr oft, aber nicht immer. Zum Beispiel, ich gehe meistens zu Fuß zur Arbeit. Das bedeutet, normalerweise gehe ich zu Fuß, aber manchmal nehme ich auch den Bus. Richtig. Und dann haben wir noch das Wort manchmal. Das bedeutet, wir machen etwas, aber nicht sehr oft. Zum Beispiel, manchmal koche ich abends. Das bedeutet, ich koche nicht jeden Abend, aber hin und wieder schon. Das sind wirklich sehr nützliche Wörter. Immer, meistens, manchmal, selten und nie. Diese Wörter helfen uns, über Gewohnheiten zu sprechen. Genau. Und selten bedeutet, wir machen etwas, aber wirklich nicht oft. Und nie bedeutet, wir machen es gar nicht. Zum Beispiel, ich trinke nie Alkohol. Das bedeutet, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Sehr gut. Also wir haben immer, meistens, manchmal, selten und nie. Diese 5 Wörter sind sehr wichtig, wenn wir über Gewohnheiten sprechen. Und jetzt möchte ich noch etwas Wichtiges sagen. Im Deutschen gibt es auch die Phrase in der Regel. Das bedeutet so viel wie normalerweise oder meistens. Zum Beispiel, in der Regel stehe ich um 7 Uhr auf. Das klingt ein bisschen formeller, aber man hört es oft. Ja, das stimmt. In der Regel ist ein schöner Ausdruck. Und es gibt auch gewöhnlich. Das bedeutet auch normalerweise. Zum Beispiel, ich esse gewöhnlich um 12 Uhr zu Mittag. Sehr schön. Also haben wir viele Möglichkeiten, über Gewohnheiten zu sprechen. Immer, meistens, manchmal, selten, nie, in der Regel, gewöhnlich, normalerweise. All diese Wörter sind sehr hilfreich. Genau. Und jetzt möchten wir ein bisschen mehr darüber sprechen. Ich erzähle dir von meinen Gewohnheiten und du kannst mitmachen. Du kannst über deine eigenen Gewohnheiten nachdenken, während wir sprechen. Das ist eine tolle Idee. Also fangen wir mit dem Morgen an. Was machst du als erstes, wenn du aufwachst? Also, ich wache meistens um 6:30 auf. Dann bleibe ich noch ein paar Minuten im Bett liegen. Ich schaue auch manchmal auf mein Handy. Dann stehe ich auf und gehe direkt ins Badezimmer. Ich wasche mein Gesicht, putze meine Zähne und dusche. Das mache ich jeden Morgen. Das ist meine Morgenroutine. Schön. Eine Morgenroutine ist sehr wichtig. Ich stehe meistens um 6 Uhr auf. Ich bin ein Frühaufsteher. Ich mag den Morgen sehr gerne, wenn es noch ruhig ist. Oh, wirklich? Ich bin kein Frühaufsteher. Ich brauche Zeit, um wach zu werden. Haha, ja, das kenne ich auch von anderen Menschen. Manche Menschen sind morgens sehr müde und brauchen lange, um wach zu werden. Ich bin glücklicherweise nicht so. Ich wache auf und bin sofort wach. Das ist wirklich schön. Ich brauche immer zuerst einen Kaffee. Ohne Kaffee kann ich morgens nicht gut denken. Ah, Kaffee. Das ist eine sehr verbreitete Gewohnheit.
Sehr viele Menschen trinken jeden Morgen Kaffee. In Deutschland ist Kaffee sehr beliebt. Viele Menschen sagen, ich brauche meinen Morgenkaffee. Ja, genau. Und das ist interessant, denn Kaffee trinken ist eine Gewohnheit, aber es ist auch ein Ritual. Ein Ritual ist eine Gewohnheit, die uns ein gutes Gefühl gibt. Wenn ich meinen Kaffee trinke, sitze ich immer ruhig am Tisch. Ich schaue aus dem Fenster, ich denke nach. Das ist mein Ritual. Das ist wunderschön. Ein Ritual ist wirklich mehr als eine Gewohnheit. Es ist etwas Besonderes. Mein Morgenritual ist zum Beispiel, dass ich nach dem Aufstehen immer ein Glas Wasser trinke. Einfach nur Wasser. Kein Kaffee, kein Tee, nur Wasser. Das mache ich schon seit vielen Jahren. Oh, das ist sehr gesund. Wasser morgens ist wirklich gut für den Körper. Ja, das stimmt. Man schläft die ganze Nacht und trinkt nichts. Der Körper braucht dann Wasser. Also trinke ich jeden Morgen zuerst ein großes Glas Wasser. Das fühlt sich sehr gut an. Ich versuche das auch manchmal, aber meistens vergesse ich es und trinke direkt Kaffee. Das ist ehrlich. Und das ist auch okay. Jeder Mensch hat andere Gewohnheiten. Es gibt keine perfekten Gewohnheiten. Es gibt nur Gewohnheiten, die gut für uns sind. Das stimmt. Und jetzt möchte ich fragen, wie sage ich auf Deutsch, dass ich eine Gewohnheit habe? Also, wie bilde ich Sätze? Sehr gute Frage. Also der einfachste Weg ist ich plus Verb plus immer, meistens, manchmal. Zum Beispiel, ich trinke immer morgens Kaffee. Oder ich lese meistens abends ein Buch. Oder ich koche manchmal am Wochenende. Einfach und klar. Und man kann auch sagen, es ist meine Gewohnheit, dass ich jeden Abend spazieren gehe. Ja, das klingt auch sehr gut. Oder man kann sagen, ich habe die Gewohnheit, etwas zu tun. Zum Beispiel, ich habe die Gewohnheit, jeden Morgen Sport zu machen. Sehr schön. Das sind wirklich nützliche Sätze. Also, wenn du Deutsch lernst und du möchtest über deine Gewohnheiten sprechen, dann kannst du diese Sätze benutzen. Genau. Und jetzt sprechen wir noch über verschiedene Arten von Gewohnheiten. Es gibt gute Gewohnheiten und es gibt schlechte Gewohnheiten. Das stinkt. Was sind für dich gute Gewohnheiten? Also ich denke, Sport machen ist eine sehr gute Gewohnheit. Wenn man regelmäßig Sport macht, fühlt man sich besser. Man hat mehr Energie, man schläft besser. Das ist wirklich wichtig. Ich stimme dir zu. Sport ist wirklich wichtig. Ich gehe meistens 3-mal die Woche laufen. Das tue ich seit 2 Jahren. Am Anfang war es schwer, aber jetzt ist es einfach eine Gewohnheit. Ich vermisse es, wenn ich nicht laufe. Das ist wirklich toll. Wenn eine Gewohnheit so stark wird, dass man sie vermisst, dann ist sie wirklich ein Teil von dir geworden. Genau so ist es. Und was sind schlechte Gewohnheiten? Schlechte Gewohnheiten sind zum Beispiel zu viel Handy benutzen oder zu viel Fernsehen schauen oder ungesund essen oder zu wenig schlafen. Das sind Dinge, die wir oft machen, aber die nicht gut für uns sind. Ja, ich kenne das. Ich schaue manchmal zu lange auf meinen Laptop, besonders abends. Und dann schlafe ich nicht gut. Das ist eine schlechte Gewohnheit, die ich gerne ändern möchte. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Viele Menschen schauen abends lange auf Bildschirme. Das Licht vom Bildschirm macht es schwerer einzuschlafen. Das Gehirn denkt dann, es ist noch Tag. Genau. Ich versuche jetzt abends nicht mehr so lange auf den Laptop zu schauen. Ich lese lieber ein Buch. Das ist viel besser für den Schlaf. Das ist eine wirklich gute Idee. Lesen vor dem Schlafen ist eine sehr gute Gewohnheit. Es entspannt das Gehirn, man wird ruhiger und man lernt auch noch etwas. Ja, und wenn du Deutsch lernst, kannst du natürlich auf Deutsch lesen. Das ist dann eine sehr gute Gewohnheit für dein Deutsch. Das ist wahr. Bücher auf Deutsch lesen ist wirklich sehr gut. Auch wenn man am Anfang nicht alles versteht, ist es trotzdem sehr hilfreich. Man sieht, wie Sätze gebaut werden, man lernt neue Wörter. Es ist sehr effektiv. Genau. Und es muss nicht immer ein schweres Buch sein. Man kann auch einfache Bücher lesen oder kurze Texte oder sogar Comics auf Deutsch. Das Wichtigste ist, dass man liest. Das stimmt. Also, wenn du Deutsch lernst, empfehlen wir dir wirklich, lies auf Deutsch. Auch wenn es nur 5 Minuten am Tag sind. Das ist eine sehr gute Gewohnheit. Und damit kommen wir zu einem interessanten Punkt. Wie baut man gute Gewohnheiten auf? Das ist eine Frage, die viele Menschen haben. Ah ja, das ist wirklich eine wichtige Frage. Also, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, man muss klein anfangen. Wenn du eine neue Gewohnheit machen möchtest, dann fange klein an. Was meinst du damit genau? Also stell dir vor, du möchtest jeden Tag Sport machen.
Dann denken viele Menschen, ich gehe jeden Tag 1 Stunde ins Fitnessstudio. Aber das ist zu viel am Anfang. Nach ein paar Tagen ist man müde und gibt auf. Ja, das kenne ich. Das habe ich selbst schon erlebt. Genau. Also ist es besser, klein anzufangen. Vielleicht fange ich mit 5 Minuten an. Jeden Tag nur 5 Minuten Sport. Das ist einfach. Das kann jeder machen. Und nach ein paar Wochen macht man es automatisch. Dann kann man auf 10 Minuten erhöhen, dann auf 20 Minuten. Das ist wirklich ein guter Rat. Klein anfangen und dann langsam mehr machen. Schritt für Schritt. Genau. Auf Deutsch sagt man auch, ohne Fleiß kein Preis. Das bedeutet, ohne Arbeit gibt es keinen Erfolg. Aber man muss nicht sofort alles perfekt machen. Man muss einfach anfangen. Das ist ein schönes Sprichwort. Ohne Fleiß kein Preis. Das bedeutet wirklich, dass man arbeiten muss, um etwas zu erreichen. Ja, und es gibt noch ein anderes Sprichwort. Übung macht den Meister. Das bedeutet, wenn man etwas oft übt, wird man immer besser darin. Das gilt auch für Gewohnheiten. Sehr schön. Übung macht den Meister. Das gilt natürlich auch für Deutschlernen. Absolut. Wenn du jeden Tag ein bisschen Deutsch übst, wirst du immer besser. Das ist eine sehr gute Gewohnheit. Täglich Deutsch üben. Und genau das machen wir hier zusammen. Wenn du diesen Podcast hörst, übst du dein Deutsch. Das ist schon eine gute Gewohnheit. Das stimmt. Wir sind sehr froh, dass du dabei bist und mit uns Deutsch übst. Das ist wirklich toll. Ja, wirklich. Also, lass uns weitermachen. Ich möchte jetzt über Abendgewohnheiten sprechen. Was machst du normalerweise abends? Also abends esse ich meistens gegen 7 Uhr. Dann schaue ich manchmal einen Film oder eine Serie, aber nicht zu lange. Meistens höre ich auch Musik. Ich mag es, abends ruhige Musik zu hören. Das entspannt mich. Das klingt schön. Ich esse auch abends und dann telefoniere ich oft mit meiner Familie oder mit Freunden. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte in Kontakt bleiben mit den Menschen, die ich liebe. Das ist wirklich schön. Familie und Freunde sind so wichtig und telefonieren ist eine gute Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. Ja, und danach mache ich mich fertig für die Nacht. Ich putze meine Zähne, wasche mein Gesicht und dann lese ich noch ein bisschen. Wie ich schon gesagt habe, versuche ich jetzt kein Handy mehr abends zu benutzen. Das ist wirklich eine gute Veränderung. Ich mache das auch so. Ich lege mein Handy abends weg und lese stattdessen. Ich schlafe seitdem viel besser. Oh, wirklich? Das motiviert mich. Ich muss das wirklich konsequenter machen. Ja, es lohnt sich wirklich. Und weißt du, es dauert ungefähr 3 bis 4 Wochen, bis eine neue Gewohnheit wirklich automatisch wird. Man muss also Geduld haben. Das ist wichtig zu wissen. Geduld ist wirklich der Schlüssel. Viele Menschen geben zu früh auf, wenn eine Gewohnheit noch nicht automatisch ist. Genau. Sie denken nach 2 Wochen, das funktioniert für mich nicht. Aber es braucht einfach Zeit. Der Körper und das Gehirn müssen sich anpassen. Das passiert nicht über Nacht. Das stimmt. Also, wenn du eine neue Gewohnheit aufbauen möchtest, dann gib nicht auf. Hab Geduld. Klein anfangen, jeden Tag machen und nach einigen Wochen wird es automatisch. Perfekt zusammengefasst. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen, das sehr interessant ist. Gewohnheiten hängen oft mit unserer Umgebung zusammen. Was meinst du damit? Also wenn du zum Beispiel jeden Tag auf dem Sofa sitzt und Chips isst, dann verbindet dein Gehirn Sofa mit Chips essen. Das wird eine Gewohnheit. Immer wenn du auf dem Sofa sitzt, möchtest du Chips. Oh, das kenne ich. Wenn ich fernsehe, möchte ich immer etwas essen, auch wenn ich nicht wirklich hungrig bin. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Das Fernsehen ist ein Signal für dein Gehirn, jetzt essen. Das ist eine Gewohnheit, die durch die Umgebung entstanden ist. Und wie kann man das ändern? Man kann die Umgebung ändern. Zum Beispiel, wenn du möchtest, mehr Wasser zu trinken, dann stelle ein Glas Wasser immer auf deinen Tisch. Dann siehst du es und trinkst automatisch. Oder wenn du mehr lesen möchtest, dann lege ein Buch auf dein Kopfkissen. Dann siehst du es abends und liest. Das ist ein sehr praktischer Rat. Die Umgebung gestalten, damit gute Gewohnheiten leichter werden. Genau. Auf Englisch sagt man dazu Habit Design. Auf Deutsch können wir sagen, die Gewohnheit gestalten. Also du machst es dir leichter, gute Gewohnheiten zu machen und schwerer, schlechte Gewohnheiten zu machen. Das ist wirklich clever. Zum Beispiel, wenn du weniger Süßigkeiten essen möchtest, dann kaufe sie gar nicht erst. Wenn sie nicht im Haus sind, kannst du sie nicht essen. Haha, ja, genau. Das ist auch ein Klassiker. Wenn die Schokolade nicht da ist, esse ich sie auch nicht. Ganz einfach. Einfach, aber effektiv.
Also, jetzt haben wir schon sehr viel über Gewohnheiten gesprochen. Lass uns noch ein bisschen über typisch deutsche Gewohnheiten sprechen. Das finde ich auch interessant. Oh ja, das ist ein sehr schönes Thema. Was denkst du, was sind typische Gewohnheiten in Deutschland? Also, ich denke, eine sehr bekannte Gewohnheit in Deutschland ist Pünktlichkeit. Deutsche sind sehr pünktlich. Wenn man um 3 Uhr ein Treffen hat, dann kommt man um 3 Uhr. Nicht um 5 nach 3, sondern genau um 3. Das stimmt wirklich. Pünktlichkeit ist in Deutschland sehr wichtig. Man sagt sogar, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Das bedeutet, wenn man pünktlich ist, zeigt man Respekt. Das ist ein schönes Sprichwort. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Das klingt sehr edel. Ja, aber es ist wirklich so. In Deutschland ist es unhöflich, zu spät zu kommen. Wenn man weiß, dass man zu spät kommt, sollte man immer vorher anrufen oder eine Nachricht schicken. Das stimmt. Das mache ich auch immer so. Wenn ich weiß, dass ich 5 oder 10 Minuten später komme, schreibe ich schnell eine Nachricht. Das ist eine Gewohnheit, die ich gelernt habe. Sehr gut. Und was ist noch eine typische Gewohnheit in Deutschland? Ich denke, das Spazierengehen am Sonntag ist auch sehr typisch. Viele deutsche Familien gehen sonntags zusammen spazieren. Das ist fast wie ein Ritual. Ja, der Sonntagsspaziergang. Das ist wirklich eine sehr deutsche Tradition. Man geht in den Park oder in den Wald, man atmet frische Luft, man spricht miteinander. Das ist sehr schön. Ja, und der Sonntag ist in Deutschland generell sehr ruhig. Die meisten Geschäfte sind geschlossen. Man soll sich ausruhen. Das ist auch eine Art Gewohnheit oder eine kulturelle Tradition. Das stimmt. Sonntags ist es in Deutschland ruhig. Man hört nicht so viel Lärm, keine Bauarbeiten, keine laute Musik. Das ist für manche Menschen aus anderen Ländern manchmal gewöhnungsbedürftig. Ja, das habe ich auch schon gehört. Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, wundern sich manchmal, warum am Sonntag alles so ruhig ist. Haha, ja, aber ich finde es schön. Der Sonntag ist ein Tag zum Erholen. Man braucht das nach einer langen Woche. Ich stimme dir zu. Ruhe ist sehr wichtig. Das ist auch eine gute Gewohnheit. Regelmäßig ausruhen und abschalten. Genau. Und jetzt möchte ich noch über eine andere deutsche Gewohnheit sprechen. Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Oh ja, Kaffee und Kuchen. Das ist wirklich sehr typisch. Am Sonntagnachmittag, oft um 3 oder 4 Uhr, trinkt man Kaffee und isst Kuchen. Manchmal mit der Familie, manchmal mit Freunden. Das ist eine wunderbare Gewohnheit. Man setzt sich zusammen, man redet, man genießt den Kuchen. Das ist sehr gemütlich. Gemütlich ist auch ein sehr deutsches Wort. Das gibt es in anderen Sprachen nicht wirklich. Es bedeutet so etwas wie ruhig, warm, angenehm, entspannt. Wenn man mit Freunden zusammensitzt und es schön ist, sagt man, es ist sehr gemütlich. Ja, genau. Gemütlichkeit ist ein wichtiges Konzept in Deutschland. Man liebt es, es sich gemütlich zu machen. Ein warmes Zimmer, eine Tasse Tee oder Kaffee, eine Kerze auf dem Tisch, nette Menschen um sich herum. Das ist Gemütlichkeit. Das finde ich wirklich schön. Und diese Gemütlichkeit ist auch eine Art Gewohnheit. Viele Deutsche machen sich abends gerne gemütlich zu Hause. Ja, gerade im Winter. Im Winter ist es draußen kalt und dunkel. Dann ist man gerne zu Hause mit warmen Lichtern und einer heißen Tasse Tee. Das ist sehr typisch. Wunderschön. Also, wir haben heute so viel gelernt. Lass uns kurz zusammenfassen, was wir alles besprochen haben. Gerne. Also erstens, was ist eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit ist etwas, das wir oft und regelmäßig machen, meistens automatisch. Zweitens, welche Wörter benutzen wir, wenn wir über Gewohnheiten sprechen? Wir sagen immer, meistens, manchmal, selten, nie, normalerweise, in der Regel, gewöhnlich. Drittens, wie baut man Sätze über Gewohnheiten? Zum Beispiel, ich trinke immer morgens Kaffee. Oder ich gehe meistens abends spazieren. Oder ich schaue manchmal einen Film. Viertens, es gibt gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten. Gute Gewohnheiten sind zum Beispiel Sport machen, gesund essen, früh schlafen, lesen. Schlechte Gewohnheiten sind zum Beispiel zu viel Handy benutzen, zu wenig schlafen, ungesund essen. Fünftens, wie baut man gute Gewohnheiten auf? Man fängt klein an, man macht es jeden Tag, man hat Geduld und man gestaltet seine Umgebung so, dass gute Gewohnheiten leichter werden. Und sechstens haben wir über typisch deutsche Gewohnheiten gesprochen. Pünktlichkeit, der Sonntagsspaziergang, der ruhige Sonntag, Kaffee und Kuchen und die Gemütlichkeit. Wunderbar. Das war wirklich eine tolle Zusammenfassung. Danke.
Und ich möchte auch noch etwas sagen zu den Menschen, die Deutsch lernen. Ich möchte sagen, habt Geduld mit euch selbst. Deutsch lernen ist nicht immer einfach. Es braucht Zeit, es braucht Übung. Aber wenn ihr jeden Tag ein bisschen übt, wäret ihr besser. Das ist so wichtig. Geduld und Konstanz. Nicht Perfektion, sondern Fortschritt. Jeder Tag, an dem du ein bisschen Deutsch übst, ist ein guter Tag. Genau. Und es muss nicht immer viel sein. 5 Minuten am Tag reichen schon. Wichtig ist, dass du es regelmäßig machst. Das ist eine Gewohnheit. Die Gewohnheit, täglich Deutsch zu üben. Und dafür sind wir hier. Wir möchten euch helfen, Deutsch zu lernen. Auf eine natürliche und entspannte Weise. Durch echte Gespräche, wie dieses hier. Ja, wir sprechen langsam, wir erklären, wir wiederholen. Und wir hoffen, dass es euch hilft. Wenn du möchtest, kannst du dieses Gespräch noch einmal anhören. Höre es 2 oder 3 Mal. Jedes Mal verstehst du ein bisschen mehr. Das ist auch eine gute Lerngewohnheit. Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Hör uns noch einmal zu und versuche, die Sätze zu wiederholen. Sprich laut mit, das hilft dir, die Aussprache zu üben. Genau. Und wenn du neue Wörter hörst, schreibe sie auf, mach dir Notizen. Das hilft dir, die Wörter zu behalten. Sehr guter Rat. Also, jetzt möchte ich dich, den Zuhörer, direkt fragen, was sind deine Gewohnheiten? Was machst du jeden Tag? Denk kurz darüber nach. Ja, das ist eine schöne Übung. Denk an deinen Morgen. Was machst du zuerst? Was machst du immer? Was machst du manchmal? Und dann versuche Sätze auf Deutsch zu bilden. Zum Beispiel, ich stehe immer um 6 Uhr auf. Oder ich trinke meistens Tee am Morgen. Oder ich gehe manchmal abends spazieren. Das ist eine wirklich gute Übung. Einfache Sätze über dein eigenes Leben auf Deutsch sagen. Das hilft dir wirklich sehr. Ja, und wenn du möchtest, kannst du uns in den Kommentaren schreiben. Schreibe deine Gewohnheiten auf Deutsch. Wir lesen das sehr gerne. Oh ja, das wäre wirklich toll. Schreibe uns, was deine Morgengewohnheiten sind oder deine Abendgewohnheiten, natürlich auf Deutsch. Das ist eine gute Übung. Und keine Angst vor Fehlern. Fehler sind normal. Fehler sind gut. Wenn du Fehler machst, lernst du. Also schreib einfach und hab keine Angst. Das ist so ein wichtiger Punkt. Viele Menschen haben Angst, Fehler zu machen, wenn sie Deutsch sprechen oder schreiben. Aber Fehler sind ein Teil des Lernens. Ohne Fehler kein Fortschritt. Genau. Jeder, der Deutsch spricht, hat mal als Anfänger begonnen. Auch ich habe Fehler gemacht, als ich Deutsch gelernt habe. Und ich mache manchmal noch Fehler. Das ist völlig normal. Das ist eine sehr schöne und ehrliche Aussage. Danke, dass du das sagst. Ich denke, das gibt vielen Menschen Mut. Ich hoffe es. Also sei mutig, sprech Deutsch, mach Fehler, lerne daraus und mach weiter. Das ist die beste Strategie. Wunderbar. Ich möchte jetzt auch noch ein paar Übungssätze vorstellen, die du benutzen kannst, wenn du über Gewohnheiten sprichst. Also Sätze, die du dir merken kannst. Oh ja, das ist eine tolle Idee. Bitte, sag sie. Also, hier sind einige nützliche Sätze. Der erste: Ich stehe jeden Morgen um Uhr auf. Du kannst deine Uhrzeit einsetzen. Sehr gut. Zum Beispiel, ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Genau. Der nächste Satz: Nach der Arbeit gehe ich meistens, und dann kannst du sagen, was du machst. Zum Beispiel, nach der Arbeit gehe ich meistens einkaufen. Oder nach der Arbeit gehe ich meistens ins Fitnessstudio. Sehr schön. Das sind wirklich nützliche Sätze. Und jetzt kommen wir noch zu einem letzten wichtigen Thema. Schlechte Gewohnheiten ändern. Ah, das ist ein sehr interessantes Thema. Wie ändert man schlechte Gewohnheiten? Also, ich denke, der erste Schritt ist, die schlechte Gewohnheit zu erkennen. Man muss zuerst wissen, das ist eine schlechte Gewohnheit. Viele Menschen machen Dinge automatisch und denken nicht darüber nach. Das stimmt. Man muss zuerst bewusst werden, was man macht. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich schaue immer 1 Stunde auf mein Handy, bevor ich schlafe, dann ist das der erste Schritt. Ich erkenne das Problem. Genau. Und dann kann ich fragen, warum mache ich das? Meistens machen wir schlechte Gewohnheiten, weil wir uns dadurch besser fühlen oder weil wir entspannen möchten. Ja, das ist wahr. Das Handy benutzen gibt uns zum Beispiel das Gefühl, nicht allein zu sein. Wir sehen Nachrichten, Videos, Fotos. Das macht Spaß. Das Gehirn liebt das. Richtig. Aber das Problem ist, dass es langfristig nicht gut für uns ist. Also der Trick ist, eine schlechte Gewohnheit durch eine gute Gewohnheit zu ersetzen. Das ist wirklich der Schlüssel. Nicht einfach aufhören, sondern ersetzen. Statt Handy am Abend ein Buch lesen. Statt Chips essen beim Fernsehen, Gemüse essen.
Haha, Gemüse beim Fernsehen. Das klingt nicht so lecker, aber es ist gesünder. Ja, ich weiß. Aber manchmal funktioniert es. Oder man macht gar nichts beim Fernsehen und genießt einfach den Film. Das ist auch eine Möglichkeit. Also, zusammengefasst, schlechte Gewohnheiten ändern bedeutet erstens, die Gewohnheit erkennen. Zweitens, verstehen, warum man es macht. Und drittens, die schlechte Gewohnheit durch eine gute ersetzen. Sehr gut zusammengefasst. Und wie immer, Geduld haben. Es dauert Zeit. Man wird nicht in einer Woche alle schlechten Gewohnheiten los. Das ist normal. Ja, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Das ist das Wichtigste. Und weißt du, ich finde es auch wichtig zu sagen, man muss nicht perfekt sein. Wenn man manchmal eine schlechte Gewohnheit hat, ist das okay. Wichtig ist, dass man es insgesamt versucht, besser zu machen. Das ist ein sehr weiser Gedanke. Perfektionismus kann auch ein Hindernis sein. Wenn man denkt, ich muss perfekt sein, dann gibt man schnell auf, wenn man einmal scheitert. Genau. Stattdessen denkt man besser, ich mache Fortschritte. Ich werde jeden Tag ein bisschen besser. Ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist eine sehr positive und gesunde Einstellung. Das gilt für Gewohnheiten und das gilt auch für das Deutschlernen. Absolut. Wenn du Deutsch lernst und du machst einen Fehler, dann denke nicht, ich bin schlecht in Deutsch. Denke stattdessen, ich lerne, ich mache Fortschritte, ich werde besser. Wunderschön gesagt. Und damit kommen wir langsam zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Ja, die Zeit ist so schnell vergangen. Wir haben heute wirklich viel gesprochen. Ja, wir haben über Gewohnheiten gesprochen, was sie sind, wie man auf Deutsch darüber spricht, wie man gute Gewohnheiten aufbaut, wie man schlechte Gewohnheiten ändert und über typisch deutsche Gewohnheiten. Es war wirklich ein tolles Gespräch. Ich hoffe, dass du viel gelernt hast und dass du viel verstanden hast. Und denk daran, höre dieses Gespräch noch einmal an, wenn du möchtest. Schreibe neue Wörter auf, bilde eigene Sätze über deine Gewohnheiten. Das ist die beste Übung. Genau, und vergiss nicht, uns in den Kommentaren zu schreiben. Wir freuen uns immer sehr über eure Nachrichten und Fragen. Ja, wir lesen alles und wir antworten so oft wir können. Ihr seid nicht alleine beim Deutschlernen. Wir sind hier, um euch zu helfen. Das ist wirklich wahr. Wir machen das hier, weil wir euch helfen möchten, weil wir wissen, wie schön es ist, eine neue Sprache zu lernen und wie schön es ist, wenn man eine neue Sprache versteht. Ja, Deutsch ist eine wunderschöne Sprache. Sie ist manchmal schwer, aber sie ist auch sehr schön. Und wenn man sie lernt, öffnen sich viele Türen. Das ist so wahr. Man kann mit mehr Menschen sprechen, man versteht mehr Filme und Bücher, man kann in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz leben und arbeiten. Die Möglichkeiten sind groß. Also bleib dran, gib nicht auf. Du lernst Deutsch und das ist wundervoll. Wir sind stolz auf dich. Ja, wir sind wirklich stolz auf jeden, der Deutsch lernt. Es ist nicht einfach, aber du machst es. Das ist großartig. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald. Wir freuen uns schon auf das nächste Gespräch mit dir. Pass auf dich auf und vergiss nicht deine guten Gewohnheiten nicht. Haha, ja. Vergiss nicht deine guten Gewohnheiten nicht. Und eine davon ist jetzt täglich Deutsch üben. Tschüss. Tschüss.